Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, vor kurzem hatte ich einen Hacking-Vortrag und da habe ich mit der Kriminalpolizei geredet und wir haben da ein bisschen über Mobile Forensic geredet. Ja, explizit haben wir hier darüber geredet, wie die Kriminalpolizei unter anderem Smartphones von Kriminellen hackt. Ja, ich fand das Thema wahnsinnig spannend und ich habe mir gedacht, Reik, das wäre doch ein optimales Thema mal für ein Video. Ja, ich habe mir ein Smartphone besorgt und wollte das Ganze mal nachstellen und im Rahmen dieser Reihe heute in dem Video und im nächsten Video werden wir uns anschauen hier Schritt für Schritt, was es notwendig ist, um Smartphones zu hacken. Ja, wir müssen uns einmal mit der Hardware ein bisschen beschäftigen. Wir brauchen natürlich auf der anderen Seite die Forensik-Software. Die gibt es natürlich nicht für jeden. Da gibt es auch verschiedene Mitbewerber. Cellebrite ist ein großer Name in der Szene oder Oxygen Forensic. Für iOS-Geräte haben wir dann noch Alchemsoft. Also wirklich viele Mitbewerber, die hier am Markt sind. Und ich habe mir eins dieser Tools rausgesucht und wir werden hier zusammen versuchen, mein Testgerät, was ich für diesen Zweck extra vorbereitet habe, zu knacken. Ob ich erfolgreich war, ich kann schon mal so weit vorweg sagen, es war nicht ganz so einfach. Es gibt viele Stolpersteine und wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, lasst am besten gleich ein Like und ein Abo da. Ansonsten starten wir sofort nach dem Intro. Ja, das Szenario, ich habe es in der Einleitung gesagt, wir werden heute versuchen, ein Testgerät mit Forensik-Software zu knacken. Ja, Szenario ist, es ist irgendein Verbrechen passiert und die Polizei hat ein Gerät sichergestellt und nun stellen wir uns hier die Frage, wie können wir hier auf die Daten von dem Gerät zugreifen? Ja, die ersten Schritte ist natürlich erstmal zu wissen, was haben wir hier für ein Gerät vorliegen und dazu schauen wir uns mal mein Testgerät etwas genauer an. Ja, wir erklären heute die Frage, ob wir dieses Android-Telefon hacken können. Das Gerät ist ganz normal mit Bildschirmmuster gesperrt, sperrt sich immer länger, wenn man umso mehr das falsch eingibt und wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, dieses Gerät zu extrahieren. Dazu sollten wir erstmal schauen, was wir hier überhaupt für ein Gerät vorliegen haben. Wir sehen keine SIM, wir sehen hier hinten Huawei und wir sehen eventuell, wenn wir genauer schauen, auch noch eine Gerätebezeichnung. Wir haben hier hinten diese Leica-Kamera und im unteren Bereich, wenn wir dann da auch nochmal genauer schauen, sehen wir auch eine ganz kleine Modellbezeichnung. Modell BLA L29. Mit dem können wir hier schon ein bisschen was anfangen. Denn wenn wir hier mal die Google-Suche anschmeißen, können wir hier feststellen, dass es sich bei dem Gerät um das Huawei Mate 10 Pro handelt, welches 2017 auf den Markt gekommen ist und mit der BLA L29 handelt es sich um die Dual-SIM-Version. Es gibt hier auch noch die Single-SIM-Version und eine Version für den chinesischen Markt und ja, 64 bis 128 GB Speicher hat das Gerät, 6 GB RAM, 12 Megapixel Dualkamera, Laser-Autofokus und. Ja, die Daten, die wir jetzt hier haben, welches Gerät wir hier genau haben, ist schon mal wirklich Gold wert. Denn wir wissen hier, bei diesem Huawei-Gerät haben wir einen Kirin-Prozessor und der Kirin-Prozessor hat eine entsprechende Sicherheitslücke, einen Bootworm-Exploit und diesen können wir hier ausnutzen, zusammen mit einer entsprechenden Forensic-Software. Ich habe mir hier die Oxygen Forensic-Software ausgesucht und mit der werden wir jetzt hier zusammen mal versuchen, dieses Gerät zu knacken. Dazu schauen wir uns aber erstmal an, was die Software überhaupt so ausmacht und was sie vielleicht noch überhaupt über den normalen Mobile Forensic-Bereich auch noch machen kann. Ja, bevor wir jetzt hier tatsächlich starten und versuchen, die Daten von unserem Testgerät hier zu extrahieren, müssen wir uns natürlich auch noch mit der Forensik-Software beschäftigen, die uns hier das Ganze ermöglichen wird. Ja, in meinem Fall ist es die Software von Oxygen, die hier
zum Knacken des Gerätes verwendet wird. Ja, die Software wird von staatlichen Akteuren wie zum Beispiel der Kriminalpolizei unter anderem genutzt, um eben Geräte von irgendwelchen Straftätern zu öffnen, um hier mehr über den oder die Täter auch zu ermitteln. Neben der Möglichkeit, hier Daten von Geräten zu extrahieren, bietet die Software noch verschiedene andere Möglichkeiten, hier zum Beispiel auch aus Apple iTunes Backups Daten zu extrahieren oder auch bei Android über die ADB-Schnittstelle oder TWRP. Teamwin Recovery Project ist ja das Projekt für die alternative Recovery Software. Auch die bietet hier Möglichkeiten. Da hat man auch früher schon recht einfach Android-Geräte knacken können damit. Ja, dann bietet die Oxygen auch noch spezialisierte Tools an, um Daten direkt aus der Cloud runterzuziehen. Aber auch bei Desktop-Betriebssystemen kann man diese Software nutzen. Was auch interessant ist, Drohnen, die sind scheinbar hier wirklich spezialisiert auch auf DJI-Drohnen oder hier Parrot. Und da kann man ja zum Beispiel auch Flugprotokolle machen. Also wenn irgendwo eine Drohne abstürzt, kann hier die Polizei dann mit der Software auch rekonstruieren, wer die Drohne hier gesteuert hat und wo die genau lang geflogen ist. Ja, KaiOS sagt mir tatsächlich nichts. Drittpartei-Extrahierungen, da können wir auch verschiedene Speicherabbilder von Drittsystemen extrahieren. Ja, wir können ja Speicherkartenabbilder erstellen, wie es zum Beispiel auch ganz normale Recovery-Tools machen können, die hier jeder kaufen kann. Da habe ich euch auch schon mal ein Video dazu gezeigt, wie wir hier auch defekte Karten retten können. Ja, und was haben wir hier noch? Ja, Daten aus sozialen Netzwerken kann er noch analysieren. Und er hat ja auch die ganzen Tools mit dabei, wenn wir die Daten dann extrahiert haben, um das Ganze auch besser anschauen zu können. Wir haben hier zum Beispiel einen SQLite Viewer für SQLite-Datenbanken. Wir haben eine eigene Maps-Anwendung, um zum Beispiel Standortdaten zu visualisieren. Wir können die Anrufdaten analysieren. Ja, und wir können auch noch die ganzen anderen Spezialdateiformate hier wie plist-Dateien, wie sie zum Beispiel bei Apple vorkommen, oder SQLite-Datenbanken, was ich ja gerade schon erwähnt habe. Ja, wir werden uns jetzt, wie gesagt, mal anschauen, wie wir hier mit dem Device Extractor die Daten von unserem Huawei-Testgerät extrahieren können. Ja, ihr habt es gesehen, die Software kann wirklich viel mehr als wie nur reine Smartphone-Forensik, und das ist schon ein ziemlich großes Repertoire, was die Software hat. Die hat in sich quasi ganz, ganz viele Exploits, ein richtiges Exploit-Sammelwerk. Und dieses Exploit-Sammelwerk bietet für viele, viele verschiedene Gerätetypen, aber auch andere Anwendungszwecke wie verschlüsselte Festplatten, USB-Sticks und so weiter und auch Drohnen hier ein entsprechendes Werkzeugset. Ja, im nächsten Schritt schauen wir mal ganz speziell, was wir hier mit unserem Testgerät und der Forensik-Software anstellen können. Ja, dazu habe ich hier auch schon mal den Device Extractor gestartet. Und ich bin jetzt hier schon im Devices Tab. Ja, wenn wir hier mit der Hauptseite starten, sehen wir können hier ganz einfach selektieren, entweder dass wir nach unserem speziellen Gerät suchen oder dass wir hier über eine spezielle Forensik-Methode einsteigen. An Methoden gibt es ja sehr, sehr viele. Gerade bei iOS-Geräten gibt es ja den Checkmate-Exploit und jetzt auch neu eine Schwachstelle im USB-Stack bei dem iPhone XS bis zum iPhone 11. Und wir haben aber hier auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn wir bereits ein gejailbreaktes Gerät haben, dass wir dieses über einen kompromittierten SSH-Zugang komplett dumpen können. Deswegen, wie gesagt, ist es auch nicht immer von Vorteil, dass wir einen tatsächlichen Root-Zugriff auf jedem Gerät haben. Auch wenn es uns gehört, kann gerade im Bereich Mobile hier ein Root-Zugriff zu großen Sicherheitslücken führen. Wir sehen hier, Grundlage ist auch hier wieder der Checkra1n Jailbreak, als auch ein OpenSSH-Server, der auf dem Gerät installiert ist. Ja, unter Android stellt sich die Welt noch etwas besser dar. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel über die Android Debug Bridge mittels ADB Backup Funktionen hier
Daten zu dumpen. Wir haben auch hier verschiedene andere Möglichkeiten, auch sehr systemspezifisch, wie hier mittels Sicherheitslücken in LG Qualcomm Chips, oder was wir heute brauchen werden, sind Sicherheitslücken im Huawei Kirin Chip. Ja, hier unten sehen wir dann auch noch die anderen Extraktionsmethoden, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Beispiel auch für DJI-Drohnen. Ja, wir schauen uns jetzt mal speziell eben zum Huawei Kirin Chip an, wie wir hier entsprechend unser Testgerät damit öffnen können. Wir haben hier eine schier endlos lange Liste, und damit wir uns hier etwas leichter tun, suchen wir hier nach oben nach unserem Gerätemodell. Das haben wir uns ja schon rausgesucht. Das war die Gerätebezeichnung BLA. Ja, wir haben jetzt auch schon hier die verschiedensten Huawei-Geräte, die mit BLA losgehen, und da finden wir hier mit BLA L29 genau unser Gerät, wenn Sie euch erinnern könnt. Wir haben das ja auch hinten auf dem Gerät bereits erkennen können, dass es sich um das BLA L29 handelt. Ja, bei dem Gerät haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, das Gerät zu öffnen, und dazu gehe ich hier mal auf die 3 Punkte, und wir haben hier eben die Möglichkeit, in unserem Fall, das Gerät ist gesperrt, wir haben auch keinen ADB-Zugriff, das heißt, der Part hier fällt weg. Wir können auch keine APKs irgendwie manipulieren, weil das Gerät geschlossen ist. Wir können nur versuchen, ein physisches Datenträgerabbild zu erstellen, und in unserem Fall machen wir das Ganze über den Huawei Kirin Chip. Ja, am Huawei Kirin Chip gibt es eine gewisse Sicherheitslücke, auch so ähnlich wie beim Checkmate Exploit im Boot-ROM, und über diese Sicherheitslücke im Boot-ROM werden wir das Gerät entsprechend dumpen können. Wichtig ist, es geht nur von Android 9 bis 10. Wir haben auch hier nochmal einen Verweis auf die unterstützten Geräte. Das sind im Prinzip hier alle die diesen entsprechenden Huawei Kirin Chip entsprechend haben, und wir müssen zunächst hier die Testpoints entsprechend vorbereiten, damit wir danach das Gerät im Komport-Mode anschließen können. Zusätzlich dazu, damit das Ganze auch unter Windows im Gerätemanager erkannt wird, brauchen wir auch noch die Treiber, die habe ich bereits vorbereitet, und wir werden das Ganze dann hier entsprechend extrahieren. Ja, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, denn das ganze Unternehmen hier mit der Smartphone-Forensik war nicht ganz so reibungslos. An einer Stelle bin ich zum Beispiel hier gehangen. Die Forensik-Software nutzt spezielle x86-Treiber, die waren in meiner virtuellen Maschine nicht lauffähig. Deswegen musste ich hier nochmal von vorne anfangen und mir einen ganz normalen Windows-PC aufsetzen, auf dem ich hier die Treiber zum Laufen bekommen habe. Ganz wichtig noch, hier habe ich ja die Software in einer virtuellen Maschine laufen, und weil diese Treiber nur als x86-Version zur Verfügung stehen und auch Windows mit der ARM-Kompatibilität keine x86-Treiber emulieren kann, musste ich mich an der Stelle auf ein ganz konventionelles x86 Notebook mit einer alten Windows 10 Installation zurückgreifen. Ja, aus so kleinen Fehlern lernt man. Das war ein bisschen ärgerlich, hat viel Zeit gekostet, aber an der Stelle konnte ich dann weitermachen. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, Testpoints, das klingt jetzt erstmal wenig spannend, aber das war auch wieder ein viel größerer Aufwand, als wie ich gedacht habe. Es gibt für die Huawei-Geräte eine geheime Dokumentation, in welcher Testpoints dokumentiert sind, die das Gerät in einem ganz speziellen seriellen USB-Modus starten lassen. Um an diese Testpoints zu kommen, müssen wir das Gerät auseinanderbauen und während dem Bootvorgang hier bestimmte Testpoints brücken. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns auch noch hier in dem Video an. Ja, doch bevor wir da hinkommen, müssen wir erstmal das Gerät zerlegen. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir machen jetzt das Gerät kaputt. Ja, klasse. Also müssen wir jetzt hier auch noch das Gerät zerlegen. Ja, zum Zerlegen habe ich mir hier schon mal diese Heißluftpistole vorbereitet. Mit der werden wir hier die Klebestellen vom Rückbord etwas erwärmen. Wir haben hier auch noch ein paar kleine Opening-Tools, und da liegt es schon, unser Huawei Smartphone. Ja, die Geräte sind ja mittlerweile alle sehr spritzwassergeschützt bis hin zu wasserfest.
Also ein kurzer Stoß ins Wasser macht den Geräten oft mal, wenn man es dann schnell wieder trocknet, gar nichts. Das hat natürlich den Nachteil, dass gerade das Öffnen von den Geräten nicht ganz so leicht geht. Die sind oft flächig mit sehr stark klebenden Klebestreifen rundum geschützt, und um hier reinzukommen, müssen wir erstmal schauen, wo und wie wir hier überhaupt an das Gerät ran können. Beim Huawei ist es so, wir kommen vorne über den Bildschirm nicht rein, wir müssen tatsächlich wirklich hinten über die Rückseite, und dazu werden wir jetzt hier erstmal flächig das Gerät bzw. an den Rändern vom Gerät erstmal warm machen, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwie die Rückseite lösen können, ohne dass dieses Rückseitenteil, was aus gehärtetem Glas besteht, nicht hier platzt und uns um die Ohren fliegt. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video, und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, und das dauert wirklich, und das ist wirklich widerstandsfähiger, als wie man meint. Und da oben habe ich schon eine ganz kleine Ecke reinbekommen. Doch ich muss hier einfach noch mehr mit Wärme nacharbeiten, dass man hier wirklich ganz langsam das Ganze Stück für Stück löst. Wenn man dann irgendwann mal ein bisschen einen Anfang hat, dann geht es schon relativ gut. Doch es gibt dann immer noch so kleine Ecken, wo es dann doch noch richtig fest zusammenhängt, und man muss sich da wirklich so Stück für Stück vorarbeiten. Und dann, wenn man noch irgendwo an die Möglichkeit kommt, hier diese Klebestreifenteile zu erwischen, dann auch einfach nehmen, hier diese Klebestreifenteile entfernen, und dann jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt ist das Gerät geöffnet. Jetzt noch den Saugnapf hier wieder vorsichtig runter, und ja, super. Es ist zumindest heil geblieben und die Glasrückseite ist nicht gesplittert. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus, und wir müssen uns jetzt hier als nächstes an die Arbeit machen, die Testpunkte ausfindig zu machen, die wir hier zum Starten dieses speziellen Anschlussmodus für das Gerät hier benötigen. Hier oben sehen wir auch schon einen Teil der Testpunkte. Da müssen wir jetzt hier noch diese Abdeckplatte freilegen, um hier auch tatsächlich an die notwendigen Testpunkte zu kommen. Dazu schrauben wir hier nochmal was ab, heben das hier wieder vorsichtig runter, und wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir jetzt einfach mal hier, welche Testpunkte hier für uns die richtigen sind. Ja, und da brauchen wir hier nochmal die geheime Planzeichnung, und da sehen wir diesen kleinen roten Punkt, der sich hier unter dem Flachbandkabel vom Akku versteckt befindet. Das bedeutet, wir müssen hier auch nochmal diesen Flachbandstecker vom Akku ganz vorsichtig mit dem Spatscher abheben, und dann werden wir hoffentlich den in der Zeichnung gezeigten Testpunkt finden. Wir heben den jetzt hier mal auf, und da sehen wir ihn wirklich am Rand ganz klein drunter versteckt. Da an der Seite von dem Flachbandanschluss ist unser Testpunkt. Ja, und diesen Testpunkt gilt es jetzt zusammen gegen Ground zu schließen. Das bedeutet, wir müssen gleichzeitig den Testpunkt mit einer Groundfläche wie hier um den Schraubsockel von der Schraube verbinden. Das kann man hier zum Beispiel mit so einer kleinen spitzen Pinzette machen. Das heißt, links auf Ground, rechts auf den Testpunkt. Das heißt, der wird auf Low gezogen, und wenn ich dann das USB-Kabel anstecke, während ich diesen Zustand hier so halte, dann startet hier unten das Telefon in besagten USB-Serial-Modus. Ja, wir haben die Software eingerichtet, wir haben das Gerät zerlegt, wir haben die Testpunkte ausfindig gemacht, und ob jetzt hier die Theorie und die Praxis zusammenspielt, das werden wir uns im nächsten Video anschauen.
Ich bin schon gespannt, ob der Exploit in der Software zusammen mit dem Gerät funktioniert. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst am besten gleich ein Like und ein Abo da und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos IT-Security hochlade. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem ganzen Unterfangen, gerne rein damit in die Kommentare. Ihr könnt euch schon freuen auf den nächsten Teil zu dem Video, wo wir dann tatsächlich eben schauen, ob das Ganze so funktioniert. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht es gut. Ciao, euer Reik.